Hello, you're tuned into Interview Project Germany. Today we're meeting Nadine. Nadine has a 1-year-old son. Enjoy the interview. Also mein Name ist Nadine Marsch, ich bin 25 Jahre alt, habe einen kleinen Sohn und wohne in Spechtlar im Landkreis Cloppenburg. Ja. Ja, mein Vater war, soweit ich denken kann, immer Lkw-Fahrer, also Fernfahrer. Meine Mutter hat damals als Putzfrau gearbeitet, abends meistens, wenn mein Vater dann wieder zu Hause war. Ja. Also ich habe schon gemerkt, dass es zwischen denen halt nicht mehr so gut lief. Und meine Mom hat sich dann mit mir und meiner Schwester zusammengesetzt. Wir haben uns dann eine Wohnung gesucht in Vechta. Und ja, dann hat sie halt mit uns darüber gesprochen, wie wir das finden. Ja gut, das müssen die beiden untereinander klären, weil sie muss mit ihm zusammenleben. Wir leben unser Leben später sowieso selber. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn für sie das Beste ist. Und ja, dann sind wir über Nacht und Nebel ausgezogen, über Nacht. Mein Vater kam morgens von der Arbeit nach Hause und das Einzige, was er dann halt hatte, war nur noch das Schlafzimmer. Jetzt 10 Jahre her, da war ich 15. Da hat sie ihren jetzigen Mann kennengelernt. Er ist wesentlich jünger, aber ja, 2008 haben die beiden dann geheiratet. Ja, dann waren wir alle drei ein halbes Jahr zusammen gewohnt, bis ich gesagt habe, das geht einfach nicht. Ich komme mit den Menschen nicht klar. Und dann habe ich nachher gesagt, gut, ich ziehe aus. Bin dann mit meinem Freund zusammengezogen, der hat dann noch bei seiner Mutter gewohnt. Sie hatte auch nichts dagegen gehabt. Ja. Er war witzig, er hatte sehr viel Humor und ich habe immer gedacht, ich wollte immer einen Freund haben, der mich zum Lachen bringt. Ja, und ich weiß nicht, das passte einfach. Also die Schwangerschaft, wenn ich ehrlich bin, war nicht gewollt, nein. Meine Eltern waren irgendwie geschockt, weil die der Meinung waren, ich wäre nicht in der Lage, mich vielleicht um ein Kind zu kümmern. Ja, das erste Kind ist natürlich, man läuft ins offene Messer, man weiß nicht, was mache ich, wenn. Die Schwangerschaft selber war auch ziemlich anstrengend, ziemlich stressig, würde ich sagen. Es war von Anfang bis zum Ende, ja, mir ging es nicht gut, dem Kind ging es nicht gut. Es war eine Frühgeburt gewesen, er sollte eigentlich am 9. Februar 2009 auf die Welt kommen. Er ist 5 Wochen eher gekommen, am 5. Januar. Man hat ihn dann geholt, die Herzschläge gingen weg, ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung, meine Blutwerte waren nicht in Ordnung. Ich bin dann für den ersten und den zweiten Tag auf die Intensivstation gekommen. Habe überhaupt nichts von meinem Sohn mitgekriegt. Wie es ihm ginge, hat mir keiner gesagt. Ja, aber dann, als ich dann von der Intensivstation auf eine normale Station gekommen bin, natürlich das Erste, was war, erstmal hin zu ihm, gucken, wie es ihm ginge. Er war in so einer Art Brutkasten gewesen. Er war sehr klein, so 41 Zentimeter, so ein Wurm. Aber der hat sich gut gemacht, doch, muss ich sagen. Und also ich würde ihn nie wieder hergeben. Das ist mein Ein und Alles.